Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Für mich war es eine kleine Pause, für euch nicht. Ihr habt trotzdem Videos gekriegt. Ich war in Würzburg und bin, wie man erkennen kann, zurückgekommen, habe Fabrice eins von seinen Shirts geklaut. Und jetzt gehen wir rein ins nächste Video. Als ich in Würzburg war, haben mir mehrere Leute geschrieben auf eine nette Weise. Also nicht von wegen, mach das unbedingt, sondern so, ey, wenn du Bock drauf hast, kannst du ja machen, sieht interessant aus. Oder sie haben mich gefragt, ob ich auf den neuen Madden-Trailer reagieren kann. Kann ich natürlich machen. Machen wir heute, ist scheinbar der Franchise Deep Dive. Sido vom Football hat gesagt, ich fange langsam an, nur noch Sido zu sagen, ihr müsst dann wissen, wer gemeint ist. Sido hat mir gesagt, da geht es um den Draft zum Beispiel und um Free Agency und so, also bin ich da sehr, sehr, sehr gespannt. Und Franchise Deep Dive ist natürlich sowieso wichtig, denn das ist logischerweise der Modus, der mir am meisten am Herzen liegt und auch der, den ihr auf dem Kanal am meisten sehen werdet. Dementsprechend, let's go. Alright, Madden 23 Franchise Deep Dive, here we go. In addition to the all-new Field Sense gameplay system in Madden 23, new features are coming to franchise this year. Today we're excited to share the details about free agency. Übrigens, 10 Sekunden und er hat noch nichts gesagt, ich mache schon Pause. Aber wir haben den ersten Screen, was interessant ist. Free Agents, Motivations, Market Watch, Teams interested, okay. Okay. Interessant. Die werden uns das bestimmt erzählen, aber was ich noch sagen wollte, ich werde bestimmt auch wieder Gameplay-Sachen bewerten, obwohl das nicht der Dings ist nicht der Fokus ist vom Video. Motivations, tags, contracts, scouting, and some of the things we're doing to provide deeper immersion. Wow, was war mit seinen Ärmeln? Contracts, scouting, and some of the things we're doing to provide deeper immersion. Corey, was ist mit deinen Ärmeln passiert, Bro? Er hat einfach ein T-Shirt an. We focused on these areas specifically to respond to player feedback, with the goal of enhancing the realism, authenticity, and fun within the mode. Klingt gut. To emulate the same level of drama and fun that fans experience during the free agency period each offseason, our goal with free agency in Madden 23 is a more competitive and rewarding experience for our players. In Madden 22, Ich finde richtig geil, wie sie ihre alten Modi dann immer so in schwarz-weiß dastehen. So, ach, letztes Jahr war furchtbar, aber dieses Jahr ist geil. So. Das ist wie diese Vorher-Nachher-Bilder von irgendwelchen Leuten, die halt so kaum abgenommen haben oder Muskeln aufgebaut haben, aber einfach mit besserem Licht dastehen und vorher so und hinterher so. So geil. Signings were based on which team offered the most money to a player. In Madden 23, money remains a factor, but that's not the only factor. All new player motivations and tags add competition and skill to the process. They also drive decision-making beyond just the money offered when negotiating free agent contracts. Okay, ich nehme an, er erklärt es gleich noch, deswegen will ich jetzt nicht zu früh zu viel reingehen, aber was ich erstens dumm finde, Motivation Historic Championships. Wer hat das wirklich als Motivation, wie gut ein Team historisch war? Historic Championships, Alter, ich gehe zu dem Team, weil die in den 80ern richtig krass waren. Na. Warm Weather State. Das ist schon wieder so ein Ding. Guck mal, angenommen, ihr spielt mit einem Team wie den Vikings oder den Lions. Ihr habt keine Chance, den jetzt hier zum Beispiel zu kriegen, den Spieler, weil Historic Championships, ciao. Warm Weather State, ciao. Oh Mann, ey. Motivations help determine why a player chooses to sign with a particular team. Let's go deeper here with some real-world examples. Jarvis Landry just took an offer with the New Orleans Saints, and one of his motivations to sign there was going back home to Louisiana, where he grew up and played college ball. Okay, das wollte ich fragen. Grew up and played college ball. Was macht man bei anderen Spielern, die jetzt zum Beispiel in New York aufgewachsen sind, aber in Florida College gespielt haben? Was davon zählt dann? Das würde mich interessieren. Oder beides vielleicht sogar. Aber ich glaube nicht, dass die für alle Spieler die Geburtsorte eingetragen haben und, na, egal. We have the same motivation in Madden 23 called Close to Home. If a player has this motivation and you can satisfy it, it's going to give you a leg up in negotiations. Another example, wide receiver Russell Gage signed with Tampa Bay. He actually got a recruiting call from Tom Brady a few days before he signed with the Bucs. This is another new motivation in Madden 23 where players want to play with franchise quarterbacks. Previously, players like Leonard Fournette, Antonio Brown, and Rob Gronkowski all signed with the Bucs to play alongside Brady, a legendary franchise quarterback. Wisst ihr was? Es hat mich erst ein bisschen genervt, aber irgendwie ergibt es sogar Sinn. Da gehe ich mit. Die Frage ist halt bloß, und da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit EA, wie sehr wird es Auswirkungen haben?
ist es jetzt zum Beispiel mit einem Team wie den Lions, die halt wirklich für die Free Agents, weil Culture und sowas nicht wirklich ein Ding sein wird in Madden, nehme ich an, das heißt, die sagen das gleich, wird mir das jetzt unmöglich sein, Free Agents zu signen oder, na, mal gucken. Our last example is linebacker Von Miller. He's a veteran who wants to win a Super Bowl first and foremost. That's Madden 23's Super Bowl contender motivation. Player motivations are going to better define where players go in free agency. So, the decision is about much more than money. Does a player want to be in a big market? Does he need to be at the top of the depth chart in order to sign? Does he fit the offensive or defensive scheme? Sowas finde ich cool, aber da muss man sich halt auch damit abfinden, dass es komplett random ist. Weil wenn hier jetzt zum Beispiel steht, bei Anthony Barr, dass er gerne zu einem Warm Weather State gehen würde. Und in echt kann halt sein, dass er super gerne im Schnee spielt. So, also da muss man sich, glaube ich, damit abfinden, dass es schon sehr random ist. Aber das finde ich an sich ganz cool. Gerade wenn man alleine einfach offline eine Franchise spielt. Also das wird cool für unseren Franchise-Modus, glaube ich. Was heißt es sei denn? Es kommt wieder darauf an, wie viel Impact das hat. Weil wenn es am Ende gar nichts bedeutet und wenn ich genug Geld auf den schmeiße, dann kommt er trotzdem, dann wäre auch doof. We even have a no-state income tax motivation for teams in Texas, Florida, and Washington, for example, which is pretty cool. We're also introducing all new player tags that directly impact free agent logic, trade logic, draft logic, and player progression. Let's walk through a few examples of player tags. When Aaron Rodgers wins the MVP award in Madden 23, he'll get the award winner tag. This will drive free agency AI and increase the interest of other teams to sign him and drive up his market value. Another player tag is called Day One Starter. A great example is wideout Jamar Chase, who became the Bengals' top target on Day One. Wichtig, okay, das ist auch was, wo ich letztens mit Silo drüber geredet habe, dass teilweise Teams einen Quarterback draften oder so, der von mir aus eine 72 hat, aber der Quarterback, den die schon haben, hat eine 73, ist aber 34 Jahre alt oder so. Und dann lassen die den 73er die ganze Zeit spielen. Und dadurch sitzt dann der gute oder der jüngere Quarterback auf der Bank. Und sowas sollte mit diesem Tag hier vermieden werden, glaube ich. With this, CPU teams will now utilize pro-ready prospects, moving them above similarly rated players on the depth chart to get them more reps and progress them faster. Player progression logic is improved as a result. One more tag example is veteran linebacker Bobby Wagner, who has the mentor tag. This tag gives an XP bonus to all players at the same position during weekly training. Nice. You're incentivized to sign veteran players because they can help develop your younger guys. Auch geil. Oh, das ist wirklich cool. Ich versuche nicht zu positiv zu sein, weil die letzten Jahre haben wir uns auch immer gefreut auf Sachen und am Ende haben die nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich muss trotzdem ehrlich sein, auf welche Sachen ich mich freue und welche cool klingen und so. Und das klingt cool. Denn wem von euch das schon mal aufgefallen ist, in Connected Franchises zum Beispiel, es holen halt niemand holt wirklich ältere Spieler, es sei denn, die sind halt noch krass und haben X-Factor und bla bla bla. Man holt nur junge Spieler, man holt nur schnelle Spieler und alles, was dem entgegenwirkt, finde ich geil. The new Free Agency Hub is where you place offers, compete with other teams, manage free agent signings, view player motivations and tags, and more. You'll see each player's motivations in the upper middle portion of the screen, as well as his overall interest level in your team. Player motivations are displayed in order of importance and can be either a positive, negative, or neutral status. Next, in the upper right-hand corner, we have the Market Watch. This shows the current number of teams that are interested in the player, as well as his offer status. The status can be no offer, in the hunt, or not in the hunt. This provides valuable information as to whether or not you want to continue targeting a player. Below, you can also see his expected market value, which gives you a starting point on what you want to offer for his contract. Another new addition to the free agency system is the introduction of active negotiations. In order to create a sense of pressure, we've added limits to the number of offers you can have out there at any given stage. In stage 1, you have a max of 5 players you can negotiate with, so you need to be thoughtful going after those top-tier free agents. Finde ich irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht, was ich cooler finden würde. Also vielleicht kommt das ja noch, aber dass man sein Angebot höchstens 4-mal ändern kann oder irgend sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre auch wieder gut für Connected Franchises. As the stages advance, you'll be able to offer more players. So in stage 2, you'll get up to 10 offers per eval period. And then after that stage, you'll have an unlimited number of negotiations. We also added the Evaluate Offers button at the bottom of the screen, which allows you to place an offer without advancing the week, giving you more opportunities to go back and forth with your free agent targets each week. Okay, verstehe, ja.
At the bottom of the screen is where you can sort through the available players each week, view their player card, target your players, and make your offers. We've added 4 new contract offer presets to help streamline the negotiation process. Player-friendly, team-friendly, neutral, and very player-friendly. And they each come with their own risk and reward. You can still customize your offers as well. And a top community request, new rollover cap, allows you to carry over unused cap space. Top Community Request Rollover. Na, ich glaube, also gibt bestimmt Leute, die das haben wollen. Ich finde cool, dass es drin ist, aber wir sind gerade bei Verträgen und er sagt, wir haben die Verträge einfacher gemacht. Wo eigentlich fast alle Leute, die was an den Verträgen auszusetzen hatten, gesagt haben, hey, macht mal Verträge schwieriger und komplexer, dass wir mehr dran ändern können. Die sagen, ey, wir haben es vereinfacht. Und direkt danach ist Top Community Request Rollover. To the next year. We've taken the top requests from player feedback to improve franchise scouting for Madden 23. First, we've added more scouts to the pool so you can get information on prospects faster and to optimize your chances in the draft. Übrigens, bevor wir da jetzt reinkommen, das neue Scouting-System, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal gebündelt gesagt habe, finde ich Schrott. Super dumm. Man kann gefühlt nichts machen. Also während der Saison ist es nervig, richtig nervig. No matter what your team needs are, you can now find and hire scouts that are experts at evaluating any position. You can also now scout multiple positions at each stage to unlock information on more prospects in less time. In Madden 22, as you scouted a prospect at any given position, attributes and ratings were revealed randomly. Wisst ihr, was so geil wäre, wenn die einfach mal neue Gesichter hätten? Das fällt mir jetzt nur gerade auf. Das ist eigentlich voll irrelevant, aber For example, if you were scouting for a QB, a rating like break tackle might have been revealed early in the process. But that's not an important attribute for QB evaluation. True. In Madden 23, we've added weighted attribute reveals. Now, the ratings that matter most to the position you're scouting are revealed first. For example, throw power and throw accuracy will be revealed early for a QB. We've continued to listen to feedback from our community and have tuned and improved other important areas of franchise, including draft classes, franchise hub, and overall immersion updates. We've added more than 30 new player generators to our draft classes and tuned existing ones. Now you can find unique and fun players in every draft round. You'll also be able to see generational prospects in the draft. These player finds are rare, but they come with a high overall rating and will be guaranteed X factors. This is super valuable as you develop your franchise for long-term success. Übrigens auch eine Sache, die mich die letzten Jahre immer ein bisschen genervt hat. Dieses Personality, Charismatic oder so, die Personality von Spielern ist gefühlt gar nichts wert. Wenn du Owner spielst, dann ist es gut, weil die höhere Trikotverkäufe haben und so, aber also das ist gefühlt so reingeschmissen, obwohl es nichts bewirkt. With updated trade logic, CPU teams will place more players on the trade block and give you more offers via the new trade target tags. We've also added the ability to get immediate trade offers without having to advance the week before you hear back from the team. Adjustments to team needs logic ensures that teams are valuing higher rated veteran players, and players with dev traits also have more value. This will impact how CPU teams draft and make trade offers. New CPU draft logic ensures teams are drafting the right players, and with new player tags, we've improved how each team approaches roster development. Das glaube ich übrigens, wenn ich sehe, dass die Teams richtig draften und dass nicht auf einmal die Patriots, wie jetzt in Madden 22 gefühlt im ersten Jahr, fast immer einen Quarterback draften. For example, the Jacksonville Jaguars, who drafted Trevor Lawrence in 2021 as their franchise quarterback, won't be looking to draft another quarterback and instead will focus on a different need. It's now easier to unlock and assign abilities. You can assign more abilities and create more variation for your players. Warte. Hat er 7 Abilities? Oh, mich nerven Abilities richtig. Es kann sein, dass wir eine Franchise ohne Abilities spielen. Oder wenn ich offline eine spiele, mache ich die auf jeden Fall ohne Abilities. Kann ich euch jetzt schon versprechen. More abilities and create more variation for your players. And the most impactful abilities are now gated by higher overall ratings. Scouting UI improvements make it easier to assign scouts and create a cooler look at the mock drafts. In the franchise hub, we added team colors and logos to give your franchise's home base some life and personalization. We've also made the activity feed on the left easier to use, and we've decluttered some of the text and improved our transitions for a smoother experience. We're excited about all the improvements coming to franchise in Madden 23. We can't wait for you to experience it yourself.
So, erstens, sorry, dass ich am Anfang mein Screen Capture Ding da mit aufgenommen habe. Das ist normalerweise immer weg und keine Ahnung, warum diesmal nicht. Aber ich bin auch gerade erst zur Tür rein, als ich aufgenommen habe. Also, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Da sind ein paar Sachen bei gewesen, die ich wirklich cool finde. Aber man muss auch wieder aufpassen, dass man jetzt nicht Madden zu sehr lobt und EA und so, weil es sind halt wirklich kleine Verbesserungen. Die klangen wirklich gut, das sind Sachen, die sich schon häufig gewünscht wurden und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind viele einfache Sachen halt immer noch super dämlich. Und mit das Wichtigste für mich, diese Draft- und Trade-Logik und sowas, das ist halt in dem Video jetzt nur, ey, wir haben übrigens die Draft- und Trade-Logik verbessert, die ist jetzt richtig. Cool. Also da müssen wir halt wirklich warten und selber gucken, ob das dann verbessert wurde. Wenn ja, riesiger Schritt nach vorne. Wenn nicht, dann denkt man vermutlich auch nach den letzten paar Jahren nur, okay, haben wir mit gerechnet. Shoutout an alle Watchtime Warriors, die jetzt noch da sind im Video. Sehr cool von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten lasst mir eure Meinung zum Trailer dann in den Kommentaren, egal ob euch mein Video gefallen hat oder nicht. Wenn ihr neu seid, würde ich mich freuen, falls ihr abonnieren könnt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.